Fragen und für den Austausch dann auch heute Abend zur Verfügung stehen. Gut, dann genau, wir haben einen kleinen Spoiler mitgebracht, weil wir möchten uns schon vorab entschuldigen, dass wir ständig jetzt von AI reden. Ja, ich glaube, viele da sind schon ein bisschen abgestumpft. Ja. Jeden Tag kommen neue Meldungen raus, man hört das Wort ständig. So geht es mir zumindest. Deswegen bitten wir einfach mal ein bisschen vorab schon um Verzeihung. Wir haben ein paar konstruktive Sachen dabei und keine Marketingblasen. Wir haben auch ein paar Insights dabei, wo man ein bisschen was sieht, was AI schon zum Thema Low-Code leisten kann. Deswegen hoffe ich, dass wir eher qualitativ überzeugen. Aber wir werden es dann sehen anhand Ihres Feedbacks. Gut, dann gebe ich ab an meinen Kollegen Andreas. Ja, auch von mir nochmal Hallo, vielleicht ganz kurz zu mir, die mich noch nicht kennen. Ich bin bei Christian im Team verantwortlich für die strategische und operative Planung als Produktmanager. Christian sagte, wir haben auch unser Team mit dabei für alle Fragen, die jetzt sicherlich dann auch kommen, dass wir auch dann die Pause nicht zu sehr sprengen. Ihr findet uns dann jetzt auch danach aus der Tür an dem großen Tisch, wo ihr euch angemeldet habt, steht ja auch das Team und wir euch für alle Fragen, alles, was ihr wissen wollt, auch gerne zur Verfügung. Nutzt die Chance, bei all den tollen Vorträgen, die da sind, dann auch gern bei uns ein bisschen zu fragen. Eine Chance wollen wir natürlich nutzen, wenn wir so ein super Event haben mit tollen Gästen wie euch. Ihr wisst, wir veröffentlichen im 8-Wochen-Zyklus unsere neuen Versionen. Zufälligerweise ist morgen dieser Tag wieder, wo wir Makers Choice 2505 veröffentlichen werden. Genau. Was haben wir da diesmal mit dabei? Ja, erste Thema kommt schon wieder AI, wie Christian gerade gesagt hatte. Wir hatten mit dem ersten Makers Choice, war das glaube ich, ja, die Übersetzbarkeit von den Workflows eingeführt. Ist ja doch bei einigen von euch, die auch das Thema Mehrsprachigkeit haben und wie kann ich das eigentlich einsetzen, was viel an Feedback da war, wie kann ich das dann überhaupt nutzen. Manche haben Büros, manche übersetzen selber. Was wir jetzt eingebaut haben in den Workflow ist, dass man auch mittels AI sich dann in alle möglichen Sprachen dann die Workflows auch übersetzen kann. Ja, das heißt, da spart ihr deutlich Zeit. Ist für uns insofern auch ein großer Schritt, weil es der erste Service ist, den wir jetzt als Cloud selber anbieten werden. Wir haben natürlich auch wieder unsere Anbieter im Hintergrund, das braucht euch aber nicht interessieren, ihr braucht euch nicht drum kümmern, was jetzt der beste Service, der dafür nehmen kann, wo kriege ich jetzt dann einen Key her, sondern da kümmern wir uns drum. Ihr nutzt einfach das dann innerhalb vom Produkt, dann diesen Service eben einfach mit. Hat Christian nachher auch nochmal auf unserer Air Roadmap dann ein paar Informationen mit dazu bei. Das zweite Thema, was wir dabei haben, ist, ihr habt, ich glaube, ein Großteil schon jetzt auch inzwischen, Erik hat es vorhin gesagt, die Makers Choice App runtergeladen, haben ja doch auch einige immer so einen Fall, dass man eben nicht nur für die interne Nutzung, wo natürlich unser Simplifier Mobile Client bestens geeignet ist für, sondern wo man auch von euch Anwendungsfälle im Apple Store, im Google Play Store bereitstellen möchte. Das war bisher immer doch relativ fricklich, da muss man recht Experte sein, da hat man sich dann seine Entwicklungsprojekte in den externen Entwicklungsplattformen dann aufbauen müssen und hat das dann irgendwo dann hingekriegt. Da hinten, die Kollegen haben auch so eine App, die wissen, wie es geht, ja, oder was man dadurch leidet. Wir haben da viel unterstützt, wollen aber auch selber da raus, das heißt, da sind wir gerade dabei, einen Selbstservice aufzubauen. Den haben wir jetzt in experimentellen Versionen bereitgestellt. Das erste Produkt oder die erste App, die daraus entstanden ist, tatsächlich die Makers Choice App, wo wir im Hintergrund eben entsprechende Funktionalitäten haben, die dann die entsprechenden Installationsdateien aufbauen, aber auch in die Stores dann deployen können. Also das heißt, man kann das natürlich auch dann händisch tun, aber man kann das dann auch direkt dann im iOS und Android Store dann deployen, sodass ihr euch nur darum kümmern müsst, dass dann getestet wird, dass dann freigegeben wird und die Storepflege. Aber das ganze technische Außenrum nehmen wir euch dafür ab. Wer da Interesse hat, dadurch, dass es experimentell ist jetzt bewusst noch nicht im Simplify-Produkt mit drin. Wir sind jetzt noch dabei, den Prozess noch sauber zu drehen. Wer aber da schon Interesse trotzdem hat, kommt gerne auf uns zu oder erstellt ein Ticket, dann gehen wir mit euch da gerne einmal da durch, was wir alles brauchen und da durchgehen. Ein Thema bei den Workflows noch, der so lang gewünscht und endlich ist es da, dass wir da auch paritätisch sind zu dem, was wir im Process Design haben. Wir können jetzt auch endlich Konstanten im Workflow mappen. Das hat doch bei einigen oder eigentlich allen das beste Feature überhaupt. Ja. Aber das ist Klassiker. Ja. Man hat immer seine Wege gefunden, wie es trotzdem ging, aber ich glaube, das ist ja ein ganz Klassiker, Konstanten auch da in Workflows zu verwenden. Spart euch jetzt die Zeit, die Workarounds zu gehen, ist mit dabei. Und was wir so in letzter Zeit auch viel erleben, ist, dass immer mehr von euch
nicht jetzt so kleine Einzelfälle umsetzen, sondern es geht auch immer mehr in Themen, die hochautomatisiert sind, die wirklich mit Massendaten bearbeiten. Und je mehr solche Fälle kommen, umso wichtiger wird natürlich das Thema auch Performance oder Durchlaufzeit im Rahmen Konnektoren, Business-Objekte. Da haben wir auch da jetzt bewusst nochmal Zeit drauf gewendet. Ihr seht so ein bisschen an der Grafik, also je höher die Last jetzt ist, umso höher sind auch die positiven Auswirkungen, die wir erzielen konnten. Wir schaffen es jetzt bis zu 3-mal mehr BO-Funktionen in der Sekunde durchzuführen, gerade beim Thema hoher Load als jetzt bei älteren Versionen. Ja. Genau. Veröffentlicht wird das Ganze heute Nacht. Wir schicken dann auch morgen nach der CX entsprechend das Thema raus. Ihr seid jetzt die Glücklichen. Ja, wir machen deswegen auch bewusst kein Webinar dieses Mal, sondern ihr seid die Glücklichen, das eben frühzeitig mitzuerfahren. Genau. Ein ganz wichtiges Thema, so kommen auch immer die Fragen, ja, ich habe einen Feature-Request aufgegeben, wo steht er, wie weit sind wir da? Ist unheimlich wichtig, also euer Input, also es gibt natürlich den Markt, der uns beeinflusst, sieht man in AI-Themen auch, ja, der Wettbewerb, aber ganz wichtig auch ihr als Bestandskunden mit euren Ideen. Jetzt im letzten Jahr haben wir jetzt 12 von den Feature-Ideen, die von euch kamen, umsetzen können. Sind auch für das restliche Jahr wieder einige Themen geplant. Ich glaube, im September ist ja abgekündigt, die alten Wege bei Microsoft, dass das eben nur noch über die SMTP-Off bei Microsoft 365 geht. Vieles Thema, was wir kommen, wo wir gerade dran arbeiten, ist mit Zwischenapplikationen der Copilot, generell auch das Thema App-Erstellung, dass wir das weiter vereinfachen. Großes Thema ist auch das ganze Thema OData und auch, wie kann ich OData-Views oder CDS-Views verwenden. Da sind wir gerade mit dran, inklusive dann aber auch, wie kann ich OData im Service, also nicht nur im Client, sondern im Server verwenden. Und eins, was wir, jetzt muss ich hier zu meinem Ben gucken, ich glaube schon im letzten Release mit geschippt hatten, war tatsächlich das Thema bei den SAP-Systemen, ist vor allem für Kunden oder Partner relevant, die eben viele oder ein breites Set an SAP-Systemen haben, aber nicht auf jeder Instanz mit allen SAP-Systemen reden, dass man da jetzt auch entscheiden kann, was nehme ich eigentlich mit und was ist vielleicht auch nur dann für ein anderes System relevant. Genau. Da eben schon gesagt, wie gesagt, da haben wir einen Standalone-Service, den werden wir auch in die Oberfläche noch integrieren. Da sind wir dann auch, oder das Team arbeitet weiter dran. Wir werden iOS- und Android-Apps bauen können. Wir hatten ja auch vorher sonst immer noch das Thema bei Windows, aber dadurch, dass jetzt zum März hin Windows ja auch den ASL-Support abgekündigt hat, werden wir uns auf diese beiden Plattformen konzentrieren. Man hat eben die verschiedenen Versionen oder Möglichkeiten, die auch dann die Stores damit bieten. Also man kann sich im Android-Bereich Debug-APKs oder Installationsdateien erstellen oder die Finale. Man kann es auch erstmal testen, bevor man es dann wirklich produktiv setzen muss. Genau, also das sind alle Wege, die durchgehen. Dadurch, dass jetzt ein Self-Service ist und wo wir ja auch quasi im Hintergrund Kosten haben, ist es dann ein Pay-per-Use-Modell. Da kommen wir auch später nochmal zu mit einer FAQ. Wie kommen wir dazu eigentlich hin? Wichtig ist aber, glaube ich, jetzt zu dem Start, wer da Interesse hat, kommt gern zu uns und dann schauen wir uns gemeinsam an, was die Schritte dafür sind. Das ist eigentlich so das, was mir dabei wichtig ist, zu machen. Und weil jetzt die Kollegen von Paulo Co. schon vorhin so gelacht haben, also früher, da waren wir so 1 bis 2 Tage beim initialen Projekt einfach beschäftigt. Jetzt geht es dann halt, der Bild innerhalb von 3 Minuten, das Deployment relativ zügig. Es kommt natürlich immer ein bisschen auch auf die Größe von der App an. Ja, wenn man natürlich einen ganz großen Case hat, dauert das entsprechend länger. Das heißt, da ist man deutlich schneller zum Ergebnis, als dann seine Zeit mit Themen zu beschäftigen, die einem halt auch im Case einfach nicht weiterbringen. Ja. Genau, insofern. Ja, super, vielen Dank. Dann kommen wir mal zu unserem Buzzword wieder zurück, AI. Ja. Dafür haben wir so ein bisschen eine eigene Roadmap heute mitgebracht, um das Thema so ein bisschen als Highlight auch zu behandeln. Was ist unser Plan so für die nächsten Monate? Wir hatten jetzt ja gerade vorgesehen, dass wir schon das erste AI-Feature in dem Makers Choice 2505 released haben. Das ist dann ab morgen verfügbar. Im März hatten wir schon das Thema Support von lokalen AI-Modellen, also wie funktioniert das? Da gibt es auch einen entsprechenden Artikel in unserem Makers Club dann zu finden, wenn es interessiert. Ist ja auch ganz wichtig, dann keine Cloud-Abhängigkeit, auch bessere Latenz etc. Und woran wir jetzt schon arbeiten, das soll der Hammer darstellen, also wir hämmern und schmieden schon fleißig an den nächsten AI-basierten Features. Das erste Thema ist dann eine Fortsetzung von unserem
releaseden Feature AI-Based Translation for Workflows. Worum geht es da? Es geht natürlich darum, auch die Übersetzungsfunktion nicht nur für die Design-Time zu nutzen, also bei der Erstellung, sondern auch diese Funktion quasi zur Laufzeit zu nutzen. Habe ich noch ein paar Beispiele dabei, gehen wir später noch drauf ein. Das nächste Thema wird dann natürlich sein Testing. Testing, wer testet heute schon mit unseren automatisierten Tests? Also nicht händisch, sondern automatisiert. Hand hoch bitte, ehrliche Antwort. Okay, also man sieht, da ist riesen Bedarf. Automatisiertes Testen ist natürlich ein großer Zeitgewinner oder auch ein großer Effizienztreiber. Deswegen wollen wir das Feature auch anbieten und die KI soll sich bitte darum kümmern. Und wir werden auch mal sehen, wie das wirklich funktioniert. Dazu habe ich auch was dabei. Und wir hatten jetzt auch schon sehr häufig die Anfrage, ja, könnt ihr auch Dokumente erkennen? Also ich habe eine Auftragsbestätigung, ich habe eine Rechnung, könnt ihr die denn erkennen? Ja, das können diverse Cloud-Services, aber da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Und damit ihr euch auch da nicht drum kümmern müsst, welcher Cloud-Service ist denn das Beste für welches Dokument und wie viel kostet der und was muss ich dafür tun und wie kann ich es integrieren, wenn wir dieses Feature auch sozusagen als Plug-and-Play bringen, damit ihr dann nicht nur zur Laufzeit Texte übersetzen könnt oder Materialstammdaten etc., sondern auch Dokumente erkennen könnt und das eben wie gewohnt per Konfiguration und ohne Integrationsarbeit. Genau, schauen wir uns mal an, wie so ein Testing denn funktioniert. Das ist tatsächlich eine Live-Anwendung aus unseren sozusagen Tests. Also die Anwendung wird so nicht live gehen, keine Angst. Aber es zeigt sehr schön, wie wir das planen. Und zwar lesen wir dazu die Benutzereingaben aus dem Produktivsystem aus. Das heißt, die User geben uns einige Testfälle. Ihr seht auch bei den Daten, das sind sehr technische Daten. Da wird willig abgefragt, welches Feld wird geklickt, welche Eingaben werden getätigt. Es sind aber keinerlei Personeninformationen drin, also auch mal ganz wichtig für Leistungskontrolle Betriebsrat. Und die AI kann dann sozusagen auch den Testfall beschreiben. Was hat der User dort getan? Das heißt, wir haben auch eine Testfalldokumentation. Und aus diesen technischen Benutzertraces, die wir dann in jeweiligen Produktivsystemen mitlaufen lassen, können wir dann mit unserem vortrainierten LI-Modell dann auch tatsächlich den automatisierten Testcode erstellen, den man heute ja schon im Simplifier erstellen kann. Dazu muss man aber eben programmieren, das kostet alles Zeit und wie wir gesehen haben, keiner macht es. Das heißt, hier wurde jetzt der Testfall schon fertig in die Simplifier-App eingefügt. Den Testfall kann man sich natürlich dann auch anschauen, ganz gewohnt in unser Test-Workbench. Das heißt, hier wird sich nichts ändern. Den Testfall kann man auditieren. Der Testfall ist auch sauber unterteilt in Journeys und Modulen, sodass es auch wartbar ist und natürlich auch anpassbar ist, weil die AI ist ja nicht unfehlbar. Ich will vielleicht noch andere Testdaten hinzufügen oder auch Daten austauschen oder vielleicht noch was ergänzen. Deswegen haben wir das hier nach Best Practice aufgebaut. Das kann ich, wie gesagt, heute schon tun, schon länger tun im Simplifier, aber ich muss eben Zeit reinstecken und die ersparen wir uns dann, indem wir die KI für uns arbeiten lassen, beziehungsweise eigentlich auch die End-User für uns arbeiten lassen, weil die benutzen ja die Simplifier-Apps tagtäglich. Ja, und das Ganze kann man dann natürlich mit deployen, das heißt, die App wird jetzt neu deployed, der automatisierte Testcode wird damit mit deployed und ist damit dann ausführbar. Also da ändert sich auch nichts Stand heute zum Release. Und wie man sieht, klappt es schon in unseren ersten Laborversuchen sehr gut. Der Testfall kann jetzt hier automatisch ausgeführt werden. Und ich habe dann einen automatisierten Integration-Test der App, also so, als würde es ein End-User auch durchklicken, ja, mit entsprechenden Testprotokollen etc. etc. Ich glaube, das ist ein großer Timesaver. Und wir bekommen hoffentlich auch mal euch als Community dahin, dass ihr dann auch nicht nur mit Simplifier Apps baut, sondern auch sagen könnt, ja, ich habe auch automatisierte Tests dazu. Hilft natürlich auch gerade, wenn ihr mal Simplifier updatet oder wenn ihr mal Funktionen an der App ändert, laufen noch die alten Funktionen durch. Also ich glaube, über den Mehrwert von automatisierten Tests brauchen wir ja nicht mehr diskutieren in der Runde. Aber die Erstellung ist halt deutlich aufwendiger in der Praxis und da können wir einen deutlichen Shortcut liefern mit unserem neuen AI-based Testing-Feature. Genau.
So viel dazu. Dann habe ich schon erwähnt, wir möchten die AI-Translation nicht nur jetzt anbieten für das Thema Workflows, sondern eben auch als Aktivität im Process Designer. Hier mal ein Beispiel, das ist unsere Pickit-App, die dient zur Kommissionierung in der Logistik. Die findet ihr schon länger auf dem Marktplatz und auch auf unserer Demo-Umgebung. Und ein Use Case könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ich ja gerade im Lager auch viele Hilfskräfte habe, die vielleicht nicht unbedingt dem Deutschen oder Englischen so muttersprachlich perfekt geeignet sind. Und es wäre ja eine Idee, zum Beispiel auch dann die Artikelstammdaten, die dann zu picken sind, auch in den jeweiligen Sprachen des Benutzers zu übersetzen, sodass dann natürlich die Treffsicherheit beim Picken deutlich höher wird. Kann man natürlich auch durch Barcode, Scanning und Verproben, und ich glaube, da hat jeder schon seine Methoden gefunden, aber es ist ja nur ein Beispiel, was ich mit diesem Shape anfangen kann. Weiteres Beispiel sind E-Mail-Benachrichtigungen, die ich dann in der Landessprache entsprechend live übersetzen kann. Oder auch das Thema Stammdatenanlage. Es gibt ja auch hier Kunden, die schon Simplifier für die SAP Stammdatenanlage nutzen, also für die Neuanlage oder Änderung. Und da ist es ja auch so, dass ich die SD-Texte, also die Verkaufstexte oder auch andere Texte im Materialstamm dann in mehreren Sprachen vorhalten muss für meine Landesgesellschaften. Und auch hier könnte ich dann eben diese Shape nutzen, um die Texte automatisch zu übersetzen und dann in der richtigen Sprache zurück ins SAP zu schreiben. Ne? Also das wären so die Ideen, die wir uns dabei gedacht haben, sind aber natürlich auch offen für Feedback, wenn ihr noch weitere Ideen habt. Das Ganze ist eben gerade in der Entwicklung und ja, so sehen wir AI, also AI wirklich als Nutzwert, konkreten Nutzwert und nicht nur als Buzzword, das ist uns wichtig. Genau, und der letzte Case, wir hatten ja noch das Thema Dokumentenerkennung gesehen. Auch hier sollte ein Video spielen. Tut es nicht, okay. Dann ist bei der Übernahme schief. Jetzt. Genau, auch hier geht es darum, dass wir eben Simplifier ertüchtigen, einfach einen Service zu nutzen, der spielt schon ab, doch, ja, genau, der sozusagen Dokumente erkennen kann und die zum Beispiel gegen SAP-Belegdaten abgleichen kann. Dieses Beispiel findet ihr auch schon heute auf unserem Marktplatz, allerdings noch nicht mit dieser Plug-and-Play-Funktion. Das heißt, ihr könnt hier sozusagen eine Auftragsbestätigung hochladen als PDF-Dokument oder direkt aus einer Outlook-Inbox abgreifen von der E-Mail und dann wird dieses PDF eben entsprechend erkannt. Sehen wir gleich. Mach das ein bisschen schneller. Genau. Also hier findet das Hochladen statt. Wie gesagt, das kann auch alternativ über eine Schnittstelle zu Outlook passieren. Und hier sieht man dann links das PDF und rechts dann die entsprechende Verprobung gegen die SAP-Bestellung in diesem Fall, ob eben die Daten übereinstimmen oder eben nicht. Und dann kann ich natürlich bei Nichtübereinstimmung auch wieder entsprechende Workflows im Simplifier auslösen, um dann zu entscheiden, was soll mit den Deltas passieren. Ja? Und das kann ich natürlich auf zahlreiche Dokumente anbringen. Unsere Erfahrung ist, dass es da deutliche Qualitäts- und Kostenunterschiede zwischen den einzelnen AI-Modellen gibt. Deswegen sagen wir immer, wir bringen ja die Komplexität raus bei euch. Das heißt, wir sind Simplifier. Wir testen das natürlich vorher auch mit Kundendokumenten und nicht mit künstlich erzeugten Dokumenten und schauen dann, dass wir dann den besten Cloud-Service auch dafür anbieten. Und wenn sich der immer ändert, dann werden wir das tun und ihr müsst euch nicht darum kümmern, sozusagen, es wird immer Plug and Play als Shape zur Verfügung gestellt in unserem Process Designer bzw. Workflow. Genau. Ja, zu guter Letzt, Andreas hat es schon ein bisschen gespoilert, das Ganze kostet natürlich Ressourcen, also KI ist leider nicht umsonst. Es ist sehr teuer, ihr kennt, glaube ich, die ganzen Diskussionen aus der Presse. Viel Wasser, Strom und Brot, sage ich immer, ist dafür notwendig. Auch neue Atomkraftwerke, mal schauen.
Das Ganze ist natürlich so, dass wir da eine Infrastruktur aufgebaut haben, damit ihr das nicht müsst. Ja? Die erzeugt aber natürlich auch bei uns laufende Kosten. Deswegen haben wir, glaube ich, hier ein sehr faires Pricing entwickelt. Das Fairste an dem Pricing ist, dass es nur bei Nutzung sozusagen passiert. Das heißt, wenn ihr diese Services nicht nutzt, dann müsst ihr auch nichts zahlen. Und wir haben natürlich auch, gerade im SAP-Kontext immer wichtig, wir werden ja häufig auch als Alternative zur SAP PDP eingesetzt. Und da war es uns besonders wichtig, dass wir auch bei der Wirtschaftlichkeit hinschauen und sagen, wir können heute mit Stolz sagen, dass wir bei den Pricings eigentlich unter 50% gegenüber der SAP AI-Services liegen, weil wir auch wissen, dass SAP eine Apotheke ist. Das ist halt mal so. Und wir wollen da auch wirklich faire Preise bringen, um unsere Kosten zu decken und die Weiterentwicklung zu decken. Ja, gehen wir kurz darauf ein. Das ganze Thema AI-Translation ist bei 1 Million Zeichen bei 16,67 €, beziehungsweise 600 Zeichen 1 Cent. Das ist die kleinste Abrechnungseinheit. Für den Mobile-Bild sind es dann pro Bild 9,99 € und der Publish-Vorgang, den man ja dann nur braucht, wenn alles getestet ist, also deutlich weniger nutzt, liegt dann bei 4,99 €. Ja. Genau. Ansonsten sind diese Services einfach zu verwenden. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, im Makers Club gibt es einen Link, wo ihr diesen Nutzungsvertrag einmal aktivieren könnt. Je nachdem, bei den Bestandskunden ist es wichtig, dass man einmal noch die Lizenz refresht. Das ist ein Mausklick in den Settings vom Simplifier, in den Einstellungen. Da gibt es die Lizenzanzeige und da gibt es einen kleinen Knopf, Refresh License, dass ihr da einmal noch die Lizenz aktualisiert. Das müsst ihr aber nur einmalig machen. Und dann ist dieser Schlüssel, den ihr dann für die Cloud-Services nutzen könnt, einmal drin. Und das war's. Der bleibt dann auch für immer und ewig in der Lizenz. Also das ist wirklich nur, der letzte Schritt ist nur einmal notwendig. Genau. Ansonsten habe ich es ja schon gesagt, keine laufenden Kosten. Ja, das ist es. Gut, jetzt wollen natürlich bald alle eine Kaffeepause, deswegen gebe ich Gas. Wir haben noch ein letztes Thema, unsere Product Roadmap, weil wir haben viel über AI geredet, aber AI ist natürlich nicht der Problemlöser alleine. Deswegen arbeiten wir auch weiterhin an unseren Bestandsfunktionen. Und dann schauen wir da mal rein. Das erste Thema links habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Das kommt jetzt demnächst. Wir arbeiten parallel an dem Thema OData V4 und CDS-Support. Das haben viele Kunden von euch auch gefordert, dass ihr ähnlich wie bei Fiori Elements recht einfach auch im Simplifier, sage ich mal, erstmal so Standard-Templates aus dem CDS automatisch generieren können. Und natürlich gibt es halt mittlerweile auch jetzt viele Systeme von der SAP, Beispiel EWM, wo halt OData V4 schon relativ mandatory ist. Und das wollen wir natürlich noch vereinfachen. Wir können das zwar heute schon über Workarounds, wollen es aber so einfach machen, wie ihr das gewohnt seid mit anderen Konnektoren. Dann hatten wir relativ viele Feature-Requests zum Thema App-Designer. Den haben wir uns angenommen, indem wir den App-Designer einmal komplett neu bauen. Warum machen wir das? Das ist kein Selbstzweck, sondern A, wollen wir natürlich so viel wie möglich Feature-Requests von euch berücksichtigen. B, gibt es aber auch bald eine Riesenwelle zum Thema Fiori oder UI5. Nennt sich hier oben drüber UI5 2.0. Also die SAP hat fleißig weiterentwickelt und investiert und wird mit 2.0 so ein bisschen ein Breaking Change bringen, was sozusagen das Framework angeht. Und wir möchten die Ersten sein, die diesen Change quasi auf dem Schirm haben und euch dann auch ermöglichen, möglichst ohne manuellen Aufwand da dann auch auf die neueste Version zu migrieren. Die 2.0 ist noch nicht veröffentlicht. Da gibt es auch noch kein festes Datum von der SAP. Sie kommt aber, und wenn sie kommt, kommt sie mit einer großen Wucht. Das heißt, es müssen nicht nur Simplifier-basierte Fiori-Apps angepasst werden an die neue Codebase, sage ich mal. Da geht es halt deutlich leichter durch Low-Code. Sondern auch alle Fiori-Apps, die ihr so per Hand gebaut habt. Deswegen wird es ein großer Schmerz sein, so ein bisschen für die SAP-Community und wir wollen rechtzeitig darauf reagieren und für Simplifier-Kunden natürlich den Schmerz möglichst komplett vermeiden, um eben auch wieder hier den Unterschied zu machen, dass Low-Code eben deutlich effizienter ist als das übliche Bro-Coding.
Genau. AI-Based Testing und Standalone Service Mobile Apps haben wir, glaube ich, jetzt ausführlich behandelt. Also das sind so die nächsten Themen, die dann alle 8 Wochen Stück für Stück, je nach Zustand, dann auch euch zugänglich gemacht werden im Makers Choice Release. So, das war's von uns, kurz und knapp. Nochmal wichtig, die Folien werden ja auch im Nachgang verteilt. Wir haben jetzt viel über neue Themen geredet. Deswegen haben wir hier nochmal eine kurze Linksammlung. Also ihr findet Fragen und Antworten gerne auch in den FAQs, aber gerne dann auch jetzt am Tisch nach dem Vortrag. Ihr findet hier den Link nochmal, wo ihr diesen Nutzungsvertrag abschließen könnt. Hier nochmal der Hinweis zur aktuellen Roadmap. Auch die gibt es in unserem Idea-Management-Portal immer aktuell. Und wer das Thema Dokumentenerkennung jetzt auf dem Schirm hat oder wer inspiriert worden ist, der findet auch eine fertige Demo-Lösung und auch ein Template zum Download hier unter diesem Link auf unserem Marktplatz. So, das war's von uns. Ich wünsche uns jetzt noch viele weitere Gespräche. Wie gesagt, gerne Fragen in der Kaffeepause am Stand. Ist mein ganzes Team da. Und natürlich auch am Abend jederzeit noch Produktfragen loswerden. Und ich glaube, es war jetzt auch eine gute Geschichte, dass wir das jetzt hier abkürzen und keine Q&A machen, damit ihr dann noch zum wohlverdienten Kaffee und Kuchen kommt. Dankeschön.